Mit dieser Drohne habe ich im Oktober 2021 den zukünftigen Bauplatz von Enter Technikwelt besucht. 2 Jahre später, im November 2023, wird das einzigartige Museum in Däredingen bei Solothurn eröffnet. Die bisherigen Filme haben die Geschichte vom Enter erzählt und die Bauphase begleitet. Dieser Film zeigt, wie das Team hinter der Enter Technikwelt ein völlig neues Ausstellungskonzept entwickelt. Das ist ein Ausschnitt aus einem Promotion-Video für die Enter Technikwelt. Das berühmte Auto aus den Filmen Back to the Future, Zurück in die Zukunft, ist ein wichtiges Requisit der neuen Ausstellung. Denn in der Enter Technikwelt geht es, wie in den Filmen auch, um Zeitreisen. Zum Eröffnungsfest am 30. November 2023 fährt darum der Museumsgründer Felix Kuhns mit der Strassenversion von diesem Filmauto gerade selber in die grosse Eventhalle hinein. Eine gelungene Überraschung zur Begrüßung der Festgesellschaft. Ich begrüße euch zu diesem wichtigen Tag, nämlich der Eröffnung des Neubaus der Technikwelt Enter hier in Däredingen. Und nicht fehlen dürfen natürlich ein paar Grußbotschaften der Gäste. Was ich mir nicht träumen lassen, als ich Regierungsrat geworden bin, dass ich einmal dabei sein bei der Eröffnung von einem Museum in dieser Grösse und in dieser Art. Ich glaube, dass die Enter Technikwelt Solothurn einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die Faszination zu entfachen und in die Welt der Technik einzutauchen. Im Namen der Einwohnergemeinde Däredingen heisse ich euch und das Enter Technikwelt in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Und wir gratulieren am Enter zu diesem wunderbaren neuen Gebäude, an diesem neuen Standort. Kurz nach der Rede steht nur noch das Filmauto in der Halle. Die Gäste verpflegen sich im Bistro oder verteilen sich in der Ausstellung. Wir sind gespannt auf erste Reaktionen. Zum Beispiel der viereckige Radio mit den Knöpfen, die man abdrückt, der ist auch aus der Region gemacht worden. Genau den haben wir daheim gehabt. Und auch natürlich das Telefon zum Abnehmen, das haben wir übrigens gleich noch daheim und es funktioniert noch mit einem Adapter. Tatsächlich? Ja, also es ist so wirklich ein Heimkommen und so, genau. Und das Tolle ist, viele haben vergessen und jetzt sehen wir es hier wieder. Nein, das ist sensationell, was er hier beigestellt hat. Das ist nicht erstaunlich, sondern das ist eine absolute Sensation. Oder? Ich bin völlig beeindruckt. Ich habe selber mehrere Mal schon da sein, was entstanden ist, weil wir zusammen ein bisschen gearbeitet haben. Und das ist eine Sensation, was er hier gemacht hat. Und die Leistung, die ist nicht genug zu würdigen. Etwas, was ich total wirklich schade gut finde, ist der Gedanke der Akademie. Dass man den Jungen die Gelegenheit gibt, und ich bin auch schon so einen Nachmittag da gewesen, aus dem Basteln gewesen, die Begeisterung für die Jungen da, Lötkolben und. Das ist ganz wichtig. Im Unterschied zum Museumsstandort in Solothurn haben die Objekte jetzt das erste Mal einen richtigen Rahmen und die brauchen ja auch ein bisschen Raum. Und wir sind eigentlich, haben es vorher besprochen, wir sind erfreut und überrascht darüber, dass es auch noch Luft hat. Und dass man jetzt auch gut um die Museumsobjekte herumlaufen kann, sie von allen Seiten sehen. Nach diesen Eindrücken vor der Eröffnung gehen wir ein Jahr zurück. Während der Neubau noch in den Anfängen steckt, interessiert mich, wie es um die Planung vom Innenbereich steht. Mein Besuch bringt mich gerade in ein Meeting, wo ein Kartonmodell im Zentrum steht. Ich schaue und höre einfach mal ein bisschen zu. Genau, man kommt hier an und hat hier die Piazza, die abgesehen von der Orientierungsfunktion, also Signaletik, nicht bespielt ist. Also ich würde hier einfach schreiben, Durchgang zur Faszination Technik. Und da würde ich irgendwie sagen, Durchgang zur Piazza. Oder? Ich würde dem schon ein bisschen Nordwest-Süd geben. Oder? Sonst weiss ich wirklich nicht, wo ich her. Und hier selbstverständlich WC, oder? Also irgendetwas, oder? Die wichtigen Punkte von diesem Brainstorming werden auf gelben Notizzetteln festgehalten. Und allmählich füllt sich ein Fenster mit Stichwörtern, die ziemlich sicher das Planungsteam noch weiter beschäftigen werden.
Nach dem Meeting hat Violetta Vitacca noch kurz Zeit für mich. Das war Selma Wick und Philipp Schroth von Steiner Sarnen Schweiz. Sie unterstützen uns in der Ausstellungsgestaltung, in der Realisierung, in der Inszenierung von unserer Ausstellung. Heute ist es ganz speziell darum gegangen, dass wir mit ihnen den Besucherfluss angeschaut haben. Also wie kommen die Gäste bei uns an, wie gehen sie durchs Haus, wie treten sie die einzelnen Ausstellungen ein und wie ist ihr Erlebnis in der gesamten Technikwelt. Die Kartonmodelle sind aber nicht das einzige Planungsinstrument. Für die Detailplanung arbeiten der Designer Joel Reinmann und der Ausstellungsleiter Felix Wirth mit Computersimulationen. Wieso, du kommst dann raus, dort, bei der Zeitreise, und kannst dann eigentlich wie schön in die verlinkte Schweiz laufen. Und dann siehst du dort 2 Highlights auf der Führung, gehst raus hier und kannst dann gleich in die Apple-Ausstellung. Und die Simulation ermöglicht auch das. Virtuelle Gänge durch die neue Ausstellung, lang bevor sie überhaupt existiert. Die Computersimulationen helfen einem Teil des Enter-Teams bei der Planung der Ausstellung. Ein ganz anderes Thema beschäftigt den technischen Leiter vom Enter, der Fabian Knochel. Das Reich des Elektroingenieurs ist das kleine Kästchen. Das ist unser Audioguide. Den geben wir am Eingang den Besuchern, die Interesse haben, ab. Und mit Hilfe von dem kann man zusätzliche Informationen in der Ausstellung bekommen. Unten hat er eine Tastatur mit Zahlen, wo man entsprechend Zahlen eingeben kann von den Objekten. Und oben hat er ein Display für Informationen anzuzeigen oder auch wie lange der Track noch geht. Man kann entweder über Zahlen Informationen ablassen oder auch standortbezogen tut er automatisch erkennen, wo man ist in der Ausstellung und tut etwas abspielen. Der Audioguide mit seinem komplizierten elektronischen Innenleben ist also eine Eigenentwicklung vom Enter-Team. Getestet wird das Ganze am alten Solothurner Standort vom Museum Enter. Ich treffe auf das Leitungsteam, ausgerüstet mit Kopfhörer und den ersten Prototypen vom Audioguide. Zum Testen der Technik dienen leere Gemüsekisten, die stellvertretend für die Objekte in der späteren Ausstellung stehen. Getestet wird auch vor allem das, was an der Decke hängt. Über jedem Objekt in dieser simulierten Ausstellung sind kleine Sender montiert. Die Sender strahlen mit unsichtbarem Infrarotlicht individuelle Codes aus. Dank diesen Codes weiss der Audioguide, welchen von diesen vielen Informationstexten er abspielen muss. Für den US-Geheimdienst CIA entwickelte Kudelskis Firma ein Aufnahmegerät in der Größe einer Brieftasche. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde das Schweizer Radio von vielen im Ausland gehört. Auch die Schweiz war an der Entwicklung des Fernsehens stark beteiligt. In den 1930er Jahren... Für mich tönt das vielversprechend. Aber wichtiger ist natürlich der Eindruck von Felix Kunz. Ja, macht ganz einen guten Eindruck, der Audioguide. Er scheint zu funktionieren und wird jetzt noch weiter optimiert, sodass er teilweise im Herbst einsatzbereit ist für Besucher vom neuen Museum Enter. Die Enter Technikwelt 3 Monate vor der Eröffnung. Während der Neubau noch eingerüstet ist, besuche ich die Enter eigene Werkstatt. Hier werden gerade Vitrinen zusammengebaut. Eine ziemlich aufwendige Arbeit. Für die neue Ausstellung sind rund 300 Stück von diesen Vitrinen nötig. Nach dem Zusammenbau hingen im Lager der Test von der integrierten Beleuchtung. Auch die zugehörige Elektronik ist eine Eigenentwicklung vom Enter-Team. Ein paar Tage später, im ersten Stock vom Neubau, fuhr ich mit der Kamera Eindrücke ein vom Innenausbau. Hier entstehen Räume für einen Museumsteil Zeitreise. Als ich mit der Kamera durch die Holzkonstruktion laufe, wird mir klar, hier wird ein ziemlich ambitioniertes Ausstellungskonzept aufgebaut. Im Moment kann ich mir noch gar nicht vorstellen, dass hier in 3 Monaten die fertige Ausstellung eröffnet werden soll. Immerhin, ausserhalb von diesem Holzbau, sehe ich schon Vitrinen mit altem Radio. Der Neubau geht langsam in Endspurt
und ich reise nach Zürich. Westlich vom Zürichsee wollte ich den Ort besuchen, wo man sich um einen zeitgemässen Auftritt der neuen Entertechnik-Welt kümmert. An der Grubenstrasse 9, in einem weissen Gewerbebau, treffe ich auf die Agentur All Inc. Branding- und Webagentur ist aussen angeschrieben. Beim Rundgang durch die grosszügigen Innenräume bekomme ich eine Ahnung, um was es hier geht. Rund 30 Leute aus der Kreativbranche arbeiten hier. Designer, Texterinnen, Softwareentwickler und Fotografinnen. Das Team gestaltet zum Beispiel Lebensmittelverpackungen, verhilft Restaurants um ein frisches Profil oder konzipiert an einer Apotheke neue Webseiten. Der David Zanker ist Mitgründer und Kreativdirektor von All Inc. Und von ihm erfahre ich schon vorab, wie sich die neue Entertechnik-Welt präsentieren wird. Das Spannende an diesem Projekt ist, dass wir das Branding machen für ein Haus. Wir haben darum auch bei der Hausschrift angefangen. Wir haben uns Gedanken gemacht für das Logo, für die Signaletik, also das heisst Beschriftungen von Stockwerken oder von Ausstellungen. Was nehmen wir für eine Schrift, die zeitlos ist, aber gleich einen starken Charakter hat. Und wir haben uns dann entschieden für eine Schrift, die leicht abgerundete Elemente drin hat, von einem Schweizer Schriftdesigner, die wir auch einsetzen können für Signaletik, Icons, eben für all die Themen und die einen höheren Wiedererkennungswert hat. Gleichzeitig haben wir auch Hausfarben gewählt, die wir spielerisch einsetzen können und irgendwo auch in der Bildwelt wieder zum Tragen kommen, wo man quasi von der Beleuchtung her das Licht so kann abbilden in dem Sinn und die Farben zum Tragen kommen, so dass man quasi über die Exponate, die eigentlich über verschiedene Epochen sind, einen einheitlichen Bildstil haben für Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch sicher die Herausforderung, dass wir einen Brand schaffen, der über all diese Epochen funktioniert und irgendwie auch zeitlos in die Zukunft verhebt. Das war eine Challenge. Genau. Nach dem Ausflug ins Enter-Marketing zurück nach Solothurn. Das Motto auf dem Lastwagen am ehemaligen Enter-Standort passt wunderbar. Vom alten zum neuen Standort gezügelt wird heute äusserst wertvolle Technikgeschichte. Der erste Schweizer Radiosender. Chandelier, Flugfeld heisst der Sender. Ab 1923 sind mit dem auf dem Flugplatz Lausanne auch die ersten Schweizer Radioprogramme ausgestrahlt worden. Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede. Vom Kellerloch bis... Mit dem Lastwagen kommt das historisch wichtige Gerät also jetzt zur neuen Entertechnik-Welt in Däredingen. Ich glaube schon drehen. Wir müssen durchstoßen. Wie sieht es hier aus? Mir ist gut. 30'000 Geräte mussten auf diese Art gezügelt werden. Eine Arbeit, die einen respektvollen Umgang mit diesen Zeugen aus der Vergangenheit erfordert. Und darum hat das Team vom Enter den ganzen Umzug auch selber durchgeführt. Der Chandelier 1923 in Lausanne. Und 100 Jahre später findet er hier seine letzte Ruhe in der neuen Enter-Technik-Welt. Jetzt mache ich selber einen Zeitsprung. 10 Monate nach der Eröffnung besuche ich den Fertigneubau. Ich habe mit dem Ausstellungsleiter Felix Wirth abgemacht. Er erklärt mir das Ausstellungskonzept der neuen Entertechnik-Welt. Also wir arbeiten nach wie vor mit der klassischen Vitrine. Dort zeigen wir vor allem unsere Sammlung, also die ganze Vielfalt von Geräten und wollen hier den technischen Fortschritt illustrieren. Ein neues Konzept kommt aber in der Zeitreise zum Einsatz. Dort haben wir über 20 Epochenräume aufgebaut und wir wollen zeigen, Technik im Kontext der damaligen Zeit. Das heisst, wir haben die Räume möglichst authentisch aufgebaut, mit entsprechenden Böden, mit Tapeten, mit Requisiten und eben mit Objekten aus dieser Zeit. Und Besucherinnen und Besucher dürfen die auch ausprobieren. Also man kann durchlaufen und in einem Büro von den 30er Jahren zum Beispiel Rechnungsmaschinen ausprobieren, Radio hören, man kann den Knopf umdrehen, man kann aber auch auf einem Gameboy spielen, in einem Kinderzimmer. Also ganz verschiedene Räume von den letzten 150 Jahren Technikgeschichte, die zeigen, wie man Technik gebraucht hat.
Der berühmte DeLorean aus den Back to the Future Filmen ist der Ausgangspunkt dieser Zeitreise in der Entertechnik-Welt. Ich wollte einen eigenen Eindruck gewinnen und laufe mit der Kamera mal im Schnellgang durch die neue Ausstellung. Ich komme bei einer alten Telefonzentrale vorbei und sogar an einer Militärfunkstation aus den 60er Jahren. Im nächsten Raum ein Stube aus den 50er Jahren. Ein Fernsehstudio aus den Anfängen mit ersten Videorekorder und einem Schnitttisch für Filme. Weiter geht es mit der Elektronikwerkstatt von einem Amateurfunker. Ein Tonstudio mit Geräten von der ehemaligen Schweizer Firma Studer. Ein Stube aus den 80er Jahren, wo man auf dem kleinen Fernseher sogar noch das Computerspiel Pong spielen kann. Daneben ein Teenagerzimmer aus den 90er Jahren, ausgerüstet mit den damaligen Requisiten, die viele heute gar nicht mehr können. Es geht zurück in die grosse Halle, an DeLorean vorbei, in die Welt der Apple-Computer. Und das fängt mit der nachgebauten Garage an, wo der Steve Jobs und der Steve Wozniak ab 1976 ihre ersten Computer zusammengebaut haben. Und der allererste, der Apple I, ist gerade der Anfang von einer der weltweit wenigen praktisch vollständigen Apple-Sammlungen. Hier kommt man sich gerade vor wie in einem dieser ikonischen Apple Stores. Und sogar am 2011 verstorbenen Steve Jobs kann man noch einmal begegnen. Jetzt geht es weiter in die verlinkte Schweiz, wo ich schon aus den Computersimulationen kenne. Dieser Bereich zeigt die eindrückliche Innovationskraft der Schweizer Industrie im letzten Jahrhundert. Zum Beispiel das Mini-Tonbandgerät der Westschweizer Firma Stellavox aus den 50er Jahren. Oder das Mehrspur-Tonbandgerät von Studer Regensdorf. Der Gang durch die Ausstellung ist eine spannende Begegnung mit unserer Technikgeschichte. Nicht weniger spannend das, was ich drauf im Untergeschoss antreffe. Das Fotoshooting mit dem Batmobil ist Teil von einer Promotion für die neue Sammlung der Entertechnik-Welt. Es geht um berühmte Filmautos, wie eben der DeLorean aus den Filmen Back to the Future mit seinem eindrücklichen Cockpit. Neben Filmautos gibt es hier auch noch andere Ikonen aus der Geschichte der Automobiltechnik. Ein Paradies für meine Kamera. Die Oldtimer-Sammlung im Untergeschoss soll der Entertechnik-Welt ein zusätzliches Publikum erschließen. Der Enter-Gründer Felix Kuhns hat mit diesem Auto eine weitere Passion entdeckt. Auf jeden Fall lässt er sich nicht nehmen, die Motoren ab und zu kurz anzulassen, dass sie nicht einrosten. Von dem Mann, wo man spürt, dass er seine Visionen lebt, wollte ich noch eins wissen. Ist sie jetzt fertig, die Entertechnik-Welt? So ein Projekt wird eigentlich nie fertig. Im Gegenteil, es muss leben und muss sich immer wieder erfinden. Wir sind gerade jetzt an der Sonderausstellung planen, die im 2. Stock nächstes Jahr eröffnet wird. Die Entertechnik-Welt ist unterdessen auch bekannt für ihre Oldtimer-Treffen, die besonders bei schönem Wetter viele Besucher anlockt. Die Oldtimer-Treffen finden an den Sommerwochenenden regelmässig statt. Und die Zeugen aus der Automobilgeschichte stossen bei den Besuchern auf grosses Interesse. Wer seinen eigenen Oldtimer mitbringt, wird hier automatisch Teil der Ausstellung. Das ist eine der unkonventionellen Ideen, die zum Erfolg der Entertechnik-Welt beitragen. Es muss leben und sich immer wieder neu erfinden. Oder man könnte auch sagen, der Weg ist das Ziel.
Für mich ist klar, der Felix Kunz und sein Team werden auch in Zukunft überraschen können. Meine Kamera ist parat.